Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Stanley Parable in Aufnahme 3. Nach wie vor rechts neben mir die Aufgabenliste meines Kumpels Herstapoke, die ich nach wie vor noch am Abarbeiten bin, am Abspielen. Heute gibt es ein bisschen andere Mikrofoneinstellungen, wie ihr vielleicht schon hört, denn die letzten waren irgendwie etwas komisch. Da habe ich ab und zu mal überstartet. Ich hoffe, so ist es besser. Ja, wir schreiten gleich mal zur Tat. Es ist nämlich kurz vor 12, noch 35 Minuten, dann ist Mittagspause, also haben wir noch ein bisschen was zu tun. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Das könnte er tun, allerdings waren wir No zuletzt matter how hier. hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his coworkers. Ja. Also beim letzten Mal waren wir da draußen, haben da ein bisschen rumgeguckt. Das möchte ich auch dieses Mal nochmal machen. Da gibt es anscheinend noch was anderes zu sehen. Ich muss da nur erstmal noch hinkommen. So, und zwar... Ich weiß nicht, wie scharf ich darüber muss. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Das Lied hatte ich aber schon mal. Was a man named Stanley. Ich bin mir nicht sicher, ob da überhaupt was Neues passiert. Aber durch das Neustarten sehen wir wenigstens das Büro ab und zu mal in veränderter Form. Zum Beispiel hier mit einem Haufen Papier. Leider zu klein, als dass wir es lesen könnten, oder? Boah, da müsste jetzt mein Bildschirm hypnotisieren. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Ja. Das ist doch irgendein Special mit dieser Person, die dann irgendwo steht. Geil ist bloß, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo die steht. Aber die... war die da irgendwo hinter einer Tür? Ich weiß es nicht. Mann, ich hab mir... Ich hab mir so oder so ein paar Tipps durchgelesen und so weiter. Allerdings... muss ich jetzt erstmal wieder... mich daran erinnern, beziehungsweise generell, man liest so viel dann. Wo? Oh Leute. Steht dann bestimmt plötzlich so ein Slenderman hinter uns. Ich sehe es schon kommen. Aber wie geil eigentlich. Nein, hier hört's auf. Dann ist er hier bestimmt. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich habe mich gerade echt verjagt. Das ist echt traurig. Ich habe mich gerade echt schon verjagt. Wobei diese Tür geht hier ja jedes Mal zu. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich habe mich echt verjagt.
Gut, vielleicht steht der Mensch auch sonst wo. Vielleicht war das auch doch beim anderen Mal. Ich habe keine Ahnung. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ich meine, es ist nicht schlimm, denn wir haben ja so oder so noch einiges zu tun. In dem Raum waren wir doch das letzte Stanley Mal. stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he Wo das Spiel turned abgeschmiert around ist. and got back on track. Ja, glaubst du. Aber ich warte jetzt. Diesmal stürzt das Spiel hoffentlich nicht ab. Und dann gucken wir mal, was da passiert. There was nothing here. Weiß No es choice wirklich to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Hier ist es erstens mal nicht leer. Und zweitens laberst du doch noch. Dann passiert auch noch was. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, Ich interagiere he's mit literally dir. just standing there doing sweet FA. Nein, ich höre dir aufmerksam zu, während du mein Let's Play moderierst. Das ist doch Are you toll. really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Sir, I want to hear your explanations in this game, so I thought You do it's realize okay. there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even Entschuldigung. occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Das siehst du mal an, was du alles nicht denkst, wenn der Tag lang ist. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, ow, 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 ow. Hä? Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Also entweder das gehört zum Spiel oder es gehört zum Spiel. Das kann doch nicht sein, dass der da jedes Mal an der kleinen Stelle abschmiert. Der ist doch nicht abgeschmiert, das Spiel verarscht mich doch. Also ja, der schmiert schon ab, aber das ist doch geplant. Der verarscht mich doch. Ich gehe jetzt einfach ganz schnell hier in den Stanley Parable Ordner. Denn das einzige Problem, das es bei Stanley Parable gibt, ist, dass ich immer wieder in die Config-Datei muss, wenn das Spiel jetzt zum Beispiel wie hier abschmiert, muss ich in die Config-Datei und die Grafikeinstellung wieder auf Full HD setzen, da das Spiel bei 4K kein Menü anzeigt und ich dann das Spiel nicht starten kann. Das heißt, immer wenn dieses Spiel mich hier verarscht und so tut, als würde es abschmieren, muss ich dann wieder in die Game-Config gehen. Vielen Dank dafür. So, jetzt verrupft es mir erstmal wieder einen Desktop. Und dann können wir wieder das Spiel beginnen. Und dann werde ich das entweder rausschneiden oder ihr dürft sehen, wie toll man das machen kann. So, das war schon mal falsch. So, zack, zack, zack. So. Ich habe keine Ahnung, ob die Aufnahme noch funktioniert, deshalb mache ich kurz eine neue. Neue Aufnahme, neues Glück. So, da wären wir wieder. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Das machen wir jetzt tatsächlich, denn wir wollen jetzt mal nach oben zum Boss. Komm, na. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Hab ich gemacht. Bitte um Lob. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Genau. Linke. Da können wir sonst nirgends rausgehen. Dann können wir also wirklich gleich direkt zum Boss. So. Executive Bathroom. Ja. Gut.
So, hier ist die Sekretärin. Gibt es hier irgendwas zu veranstalten? Ich glaube nicht. Wobei? Nein, gibt es nicht. Also gut, dann halt nicht. So, und zwar... Jetzt muss ich wieder spiegeln, was da steht. Okay. Ah ja. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Geh doch weg. So. So. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ja. Link Plus. R19 6 ein Viertel. Das ist ausgezeichnetes Dämmmaterial. Das ist da oben von der... Das ist ja voll das... Nach wie vor eine hässliche Fabrikhalle, wo der da sein Büro drin hat. Naja. Wir sind nicht der Boss, uns kann es egal sein. Und da... Wow, das ist aber... Mind the Gap. Loading. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ich glaube, das eine Ende haben wir hier auch schon tatsächlich gesehen. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ah ja, genau. Und da waren wir doch schon, soweit ich weiß. Und jetzt gibt's hier den Escape und da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da habe ich, glaube ich, mal drüber geredet, aber ich habe es nie gemacht. Run, boy, run! Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Das ist bestimmt nur ein Bluff. The Red ich door mir behind ein. him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Ja, auch das könnte ein Bluff At this sein. point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Genau. Huch. The gates are open. Tschüss. Loading. Was? Jetzt sind As the so... machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his Oh. demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Die Maschine ist unschön. Pass auf. Was? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Boom. Oh.
What?